Es gibt Momente, in denen dich die Stille mehr verletzt als jedes gesprochene Wort. Wenn du ihn ansiehst, spürst du, dass da etwas ist. Doch er zieht sich zurück. Ohne Erklärung. Ohne Vorwarnung. Und du bleibst zurück mit der Frage: Was ist passiert? Was, wenn diese Distanz keine Ablehnung ist, sondern ein innerer Konflikt, der in ihm tobt? Was, wenn Liebe manchmal nicht in Annäherung, sondern im Rückzug sichtbar wird? In diesem Video tauchen wir tief ein. In das, was sich hinter der Fassade abspielt. In unbewusste Projektionen, innere Bilder und verdrängte Gefühle, die erklären können, warum ein liebender Mann dich ignoriert. Wir schauen nicht auf Ratgeberklischees. Wir schauen in die Psyche. Und du wirst danach klarer sehen, über ihn, aber vor allem über dich selbst. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, ihr hattet Verbindung, Nähe, vielleicht sogar eine echte Tiefe, die du nicht oft spürst. Und dann zieht er sich zurück. Plötzlich wirkt alles distanzierter. Du schreibst. Er antwortet knapp oder gar nicht. Du bist verwirrt, verletzt, beginnst zu zweifeln. An Direktion, an ihm, an dem, was zwischen euch war. Die meisten Menschen deuten solches Verhalten als mangelndes Interesse. Und manchmal ist es das auch. Aber nicht immer. In manchen Fällen steckt etwas anderes dahinter. Etwas, das viel tiefer reicht und mit der psychischen Struktur eines Mannes zu tun hat, der wirklich fühlt, aber innerlich noch nicht bereit ist. Wenn ein Mann liebt, beginnt ein Prozess in ihm, den er nicht immer kontrollieren kann. Denn Liebe ist nicht nur Nähe, Romantik, Leichtigkeit. Sie berührt auch alte Wunden, sie fordert heraus, reißt Schutzmechanismen ein, konfrontiert mit Unsicherheiten, die über Jahre erfolgreich verdrängt wurden. Und das kann überfordern. Nicht, weil die Gefühle nicht echt sind, sondern weil sie zu echt sind, zu groß, zu nah. Und weil er spürt, dass diese Verbindung etwas von ihm verlangt, was er vielleicht nie gelernt hat zu geben. Emotionale Präsenz, Verletzlichkeit, das Loslassen von Kontrolle. In diesem Spannungsfeld beginnt der Rückzug. Er antwortet nicht, weil er überfordert ist. Er distanziert sich, weil die Nähe ihn an seine Grenzen bringt. Er ignoriert, nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus Selbstschutz. Wenn du das erkennst, beginnt sich die Perspektive zu verändern. Du siehst nicht mehr nur das Verhalten, du erkennst den inneren Konflikt, der dahinter liegt. Und das gibt dir etwas zurück, das du in Momenten der Unklarheit oft verlierst. Deinen inneren Halt. Wenn ein Mann dich liebt und dich trotzdem ignoriert, dann brauchst du keine Strategie, um ihn zurückzugewinnen. Was du brauchst, ist ein tieferes Verständnis der inneren Dynamiken, die hier am Werk sind, und einen klaren Umgang mit deinen eigenen Reaktionen. Denn ja, sein Rückzug trifft dich. Und ja, du wünschst dir Nähe, Austausch, vielleicht sogar Sicherheit. Aber der wichtigste Schritt ist nicht, ihn zu überzeugen oder emotional zu aktivieren, sondern dich selbst zu verankern. Der erste Schlüssel liegt in der Projektion. C.G. Jung hat erkannt, dass wir unbewusste Teile von uns selbst nach außen verlagern. Ein Mann, der liebt, sieht in der Frau oft mehr als sie selbst. Er sieht in ihr die Projektion seiner eigenen inneren Weiblichkeit, seiner sogenannten Anima. Sie ist nicht real, sie ist symbolisch, ein Spiegel seiner tiefsten Bedürfnisse, Sehnsüchte, Ängste und ungelebten Seiten. Diese Projektion kann überwältigend sein. Plötzlich ist da eine Frau, die nicht nur berührt, sondern zutiefst aufwühlt. Sie bringt ihn in Kontakt mit Anteilen, die er nicht kontrollieren kann: Sensibilität, Nähe, Emotionalität. Das kann als Bedrohung erlebt werden. Und genau hier entsteht der Konflikt. Er spürt Anziehung und will sich nähern. Aber er fürchtet den Kontrollverlust. Also zieht er sich zurück. Deine Aufgabe ist nicht, ihn zu retten. Deine Aufgabe ist, zu sehen, was sein Verhalten in dir berührt. Welche Bedürfnisse, welche Ängste, welche alten Muster dadurch wach werden. Statt seine Reaktion zu analysieren, kannst du deine Antwort bewusst gestalten. Du darfst fühlen, was es mit dir macht, ohne dich darin zu verlieren. Du darfst Grenzen setzen, ohne dich zu verschließen. Du darfst verstehen, ohne Verantwortung zu übernehmen,
die nicht deine ist. Diese innere Klarheit ist nicht nur dein Schutz, sie ist auch dein Magnet. Denn Menschen, die bei sich bleiben können, haben eine stille Kraft, die mehr bewegt als jedes Nachlaufen. Die Theorie der Anima ist einer der kraftvollsten Schlüssel, um das Verhalten eines verliebten, aber emotional überforderten Mannes zu verstehen. C.G. Jung beschrieb die Anima als die unbewusste weibliche Seite im Mann, geprägt durch frühe Bindungserfahrungen, vor allem mit der Mutter. Wenn ein Mann sich verliebt, projiziert er oft dieses innere Bild auf die Frau. Sie wird zur Trägerin seiner Sehnsüchte, seiner Sensibilität, seiner inneren Zartheit und auch seiner Ängste. Das Problem: diese Projektion ist eine Illusion. Sie macht die Frau größer, reiner, idealisierter, als sie wirklich ist. Und sobald das echte Leben beginnt, wenn Nähe entsteht und die Realität die Fantasie durchbricht, beginnt der innere Kampf. Er erlebt die Frau nicht mehr nur als geliebtes Gegenüber, sondern als Spiegel seiner verdrängten Gefühle. Der Zauber weicht der Irritation. Die Projektion beginnt zu bröckeln. Und genau in diesem Moment tritt der Schatten auf den Plan, die unbewussten verdrängten Anteile, die nun an die Oberfläche drängen. Er zieht sich zurück. Nicht, weil du falsch bist, sondern weil er sich selbst nicht halten kann in dem, was du in ihm berührst. Dieser Rückzug ist paradox, denn genau das, was ihn in dir anzieht, deine Tiefe, deine emotionale Klarheit, deine Wärme, ist gleichzeitig das, was ihn überfordert. Es ist, als würdest du ihn mit einer Energie in Kontakt bringen, die er nie erlernen durfte, nie leben konnte. Vielleicht wurde ihm beigebracht, Gefühle zu unterdrücken. Vielleicht hat er gelernt, dass Nähe gefährlich ist oder dass Verletzlichkeit Schwäche bedeutet. Und so versucht er, sich selbst zu schützen. Nicht indem er ehrlich mit dir kommuniziert, sondern indem er schweigt, indem er dich ignoriert, indem er innerlich auf Distanz geht. Für dich fühlt sich das an wie Ablehnung. Es ist schmerzhaft, weil du die emotionale Verbindung spürst und plötzlich das Gefühl hast, ins Leere zu greifen. Aber in Wirklichkeit bist du Teil eines seelischen Prozesses, den er selbst nicht versteht. Und jetzt wird es entscheidend. Wie reagierst du? Du kannst versuchen, ihn zu erreichen, ihm zu erklären, ihn zurückzuholen. Aber du wirst merken, je mehr du tust, desto mehr zieht er sich zurück. Weil er nicht dich ablehnt, sondern die eigene Konfrontation mit sich selbst vermeidet. Was ihn möglicherweise zurückbringt, ist nicht dein Werben, sondern dein Halten. Nicht dein Argumentieren, sondern deine Ruhe. Nicht dein emotionales Drängen, sondern deine Würde. Denn genau das braucht er, ohne es zu wissen. Eine Beziehung, in der er fühlen darf, ohne bedrängt zu werden. Nähe erleben darf, ohne gleich funktionieren zu müssen. Zeit bekommt, um zu wachsen, nicht in Abhängigkeit, sondern in eigener Verantwortung. Und das bedeutet für dich, deine Kraft liegt nicht im Tun, sie liegt im Sein, im Wissen, wer du bist, auch dann, wenn er sich entfernt. In der Fähigkeit, die Geschichte nicht persönlich zu nehmen und in der Entscheidung, dich selbst nicht zu verlieren, nur weil jemand anderes gerade kämpft. Wenn ein Mann dich liebt und sich trotzdem zurückzieht, braucht es mehr als Verstehen. Es braucht innere Stabilität. Und genau die kannst du stärken. Tipp 1. Halte dich nicht an seiner Reaktion fest, sondern an deiner Realität. Er kann verwirrt sein, überfordert, im inneren Rückzug. Aber du bleibst nicht stehen und wartest. Du atmest. Du reflektierst. Du bleibst in deiner Energie. Denn dein Leben ist nicht auf Pause, nur weil jemand anderes auf der Flucht ist. Tipp 2. Stelle deine eigenen Projektionen in Frage. Hast du in ihm jemanden gesehen, der dich endlich heilt? Jemanden, der dir das gibt, was du selbst kaum zulassen kannst? Manchmal ziehen wir uns an, weil unsere Wunden sich spiegeln. Und manchmal geht es in der Liebe nicht um die Verschmelzung, sondern um das Lernen, sich selbst zu halten. Tipp 3. Übe emotionale Unabhängigkeit. Nicht als kalte Abgrenzung, sondern als ruhige Mitte. Wenn du das Bedürfnis spürst,
ihn zu verstehen, ihn zu analysieren, ihn zurückzuholen, geh einen Schritt zurück und frag dich, was in mir sucht gerade Halt im Außen? Tipp 4. Respektiere seine Reise und wähle deine. Wenn er gerade kämpfen muss, dann ist das seine Verantwortung, nicht deine Aufgabe. Du kannst mitfühlen, aber du musst nicht mitleiden. Deine Kraft liegt darin, klar zu spüren, ob du wartest, hoffst oder dich selbst wieder verlierst. Tipp 5. Stärke deinen Selbstwert unabhängig von seiner Zuwendung. Du bist nicht wertvoll, weil er dich liebt. Du bist wertvoll. Punkt. Diese Erkenntnis klingt banal, ist aber tief transformierend. Solange du deinen Wert an sein Verhalten koppelst, gibst du unbewusst die Macht über dein inneres Gleichgewicht aus der Hand. Tipp 6. Unterscheide zwischen Sehnsucht und Resonanz. Nur weil dich etwas tief berührt, heißt das nicht automatisch, dass es gesund ist. Manche Beziehungen sprechen unsere Wunde an, nicht unsere Wahrheit. Der Rückzug eines Mannes kann dich traurig machen, aber gleichzeitig heilsam sein, weil er dich zwingt, dich selbst wiederzufinden. Tipp 7. Werde dir deines inneren Animus bewusst, auch als Frau. Jung spricht zwar von der Anima im Mann, aber auch Frauen haben männliche Archetypen in sich. Vielleicht warst du selbst auf der Suche nach einer Ergänzung im Außen, anstatt deine eigenen inneren Kräfte zu integrieren. Tipp 8. Führe ein Archetypenjournal. Eine praktische Übung. Beobachte für eine Woche deine emotionalen Reaktionen in Beziehungen. Wo fühlst du dich klein? Wo überhöht? Wo suchst du Verbindung und wo Kontrolle? Schreibe täglich 3 Erkenntnisse auf. Schon nach wenigen Tagen erkennst du wiederkehrende Muster. Wenn ein Mann dich liebt und sich trotzdem von dir entfernt, dann ist das kein eindeutiges Zeichen gegen dich. Es ist oft Ausdruck eines inneren Prozesses, der mehr mit ihm zu tun hat als mit dir. Die Liebe berührt nicht nur das Schöne in uns. Sie rührt an unsere tiefsten Wunden, unsere verdrängten Seiten, unsere alten Bilder davon, was Nähe bedeutet und was sie mit uns machen kann. Was in dir dabei berührt wird, ist genauso bedeutungsvoll. Vielleicht zeigt dir sein Rückzug genau die Stelle, an der du beginnst, dich selbst nicht mehr zu verlieren. Wo du nicht in die Geschichte zurückfällst, gebraucht oder bestätigt werden zu müssen, sondern stehen bleibst. Wach, mitfühlend und klar. Wenn du magst, teile in den Kommentaren, was dieses Video in dir bewegt hat. Du kannst auch einfach schreiben: Ich sehe klarer. So weiß ich, dass du wirklich dabei warst. Bis zum Ende. Und wenn du mehr über die verborgene Psychologie in Beziehungen erfahren willst, dann abonniere den Kanal. Denn hier geht es nicht um schnelle Antworten, sondern um tiefes Verstehen.